Benny, bienvenida a Cartagena. Hallo liebe Freunde und ein herzliches Willkommen im wunderschönen karibischen Cartagena, hier im Norden von Kolumbien, direkt an der Küste. Einfach eine tolle Stadt. Ich bin der Salazar, das ist der David. Hallo. Das ist der Benny. Hola. Ja, hola muchachos, ne? Ja, richtig cool ist es hier. Einfach wunderschön, mega warm auf jeden Fall. Aber eine tolle Stadt, die sieht einfach richtig grandios aus. Kein Wunder, dass das Ding so oft von Piraten überfallen wurde. Wir werden euch nachher auch das vorzeigen und viele, viele andere Sachen. Aber jetzt schauen wir uns erstmal hier ein bisschen in den bunten Straßen um. I like the rock and roll music and I like to dance the cha-cha-cha. I like the rock and roll music and I like to dance the cha-cha-cha. I got the mambo fever and I like to sing-a-ling. I like the rock and roll music and I like to dance the cha-cha-cha. Hey, Calle de la Cotillera del Hobo heißt diese wunderschöne bunte Straße. Habe ich gedacht, komm mal, fragst du mal den Benny, den alten obdachlosen Hobo. Ja. Wie findest du die denn? Eine der schönsten Straßen dieser Altstadt, muss man sagen. Hier ist ein buntes Haus an dem anderen. Passt ja zu dir, Salazar. Du bist ja auch bekannt wie ein bunter Hund. Ja, und weil das so schön ist und quasi da ein Exempel für diese schöne Altstadt ist, schauen wir uns jetzt den Rest auch noch an, würde ich sagen. Alles klar. Oh, hat eine neue Freundin gefunden, der David, ne? Oh la la. Lecker, 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 endlich was zu essen hier bei unserem Trip durch Cartagena. Und das Ding ist hier ein bisschen Fleisch aus der Region, sieht richtig, richtig gut aus, muss ich sagen. Was hast du denn da? Ich habe eine Spezialität aus Baru, der größten Insel vor Kolumbien. Meeresfrüchte, Fleisch, Fisch, gepresste Bananen, also alles mit dabei. Hau mal rein. Wow. Und das Ding ist grandios, muss ich sagen. Und hier habe ich dazu noch so ein paar Kartoffeln, ne? Die sehen auch echt gut aus. Und der Benny hat ja auch was ganz Leckeres mit so Reis und Genau. was ist das hier? Das Kokosreis, das sind so Bananen. Geil. Und hier ein bisschen Gemüse einfach, ne? Ja, und darunter noch ein bisschen Fleisch. Ja, ziehen wir mal weiter. Wir essen jetzt mal, damit ihr auch gestärkt noch weiter das Video drehen könnt. Guten Appetit! Da sind wir auch bei der Festung San Felipe, bei dem schönen Fort, beim Castillo. Und man muss einfach sagen, schade, die Jungs haben schon zugemacht. Ja, so spektakulär ist das Ganze jetzt noch nicht. Das wurde natürlich wegen den ganzen Piratenangriffen gebaut. Das Schöne ist aber, wir haben uns einfach selber Zutritt verschafft. Und zwar mit unserer Drohne, die der Benny da gerade mal drüber gesteuert hat. Und wie das Ganze aussah, das seht ihr jetzt. Didn't take long just to make it for life. Nah, nah, nah. I think that I might just ball out now. Yeah, yeah, yeah. Just ball right now. Meine Fresse, das waren hoffentlich richtig geile Drohnenshots hier von San Felipe, dem Castillo, dem Fort. Das wurde übrigens gebaut, ja, weil Sir Francis Drake, der aus Uncharted, den kennt ihr doch, der hat mal Cartagena überfallen, ne?
Ja, genau. Und wir schauen uns jetzt noch das Nightlife von Cartagena an, was das so zu bieten hat. Ein paar Partys bestimmt. Ja, sicher, oder? Aber Vorsicht, hier gibt es super viele schöne Mädchen, aber nicht alle davon sind real. Es gibt viele Prostituierten und wenn man die falsche kennenlernt, wacht man morgens früh auf, ohne Handy, ohne Portemonnaie und man weiß nicht mehr, wo man ist. Ja, jetzt weiß ich dir, warum ich dir immer Geld leihen muss, ey. Jetzt haben wir uns hier ein bisschen an den Strand vom Hotel zurückgezogen und muss sagen, der sieht eigentlich ein bisschen schäbig aus. Der ist so komplett platt gedrückt von irgendwelchen LKWs und obendrauf ist der Sand doch auch recht braun. Also man muss aber auch sagen, hier in der Umgebung gibt es gar nicht so viele schöne Strände, aber wenn man ein bisschen weiter weg fährt, da sind mega geilsten Strände. Das seht ihr dann in einem der nächsten Videos hoffentlich. Aber hier direkt in Cartagena Strandurlaub, so schön die Stadt auch ist, eher weniger. Ne? Nicht wirklich. Man sieht nur noch die Spuren von den Raupen, die den matschigen Sand so ein bisschen platt fahren, aber so ein bisschen Karibik-Feeling kriegen wir hier nicht mehr. Nee, kriegen wir nicht mehr. Aber wir kriegen ein paar geile Shots von oben und die seht ihr jetzt. So we pull our feet through the battling storm, and the season's done, it's gonna be unknown. Imagine we are higher than the sparrows. Casually we're breathing with the pharaohs. Tragically we fall just like the arrows. You will hear our voices echo. We are the hearts. We will never be apart. So we are the hearts. Forever singing woo woo woo. We are the hearts. And the future runs through our bones. We are the hearts. Forever singing woo woo. Was hast du denn da Leckeres, du? So, das ist ein schöner Meereskrebs. Ich glaube, der hat noch vor einer Stunde gelebt und deswegen schätze ich mal, das Fleisch wird sehr lecker sein. Der Mit ist direkt aus dem Zitrone. Meer von den Jungs hier. Weltklasse hier. Die haben den organisiert und den macht er dann mit so einem Messerchen auf. Da hat er noch ganz viele mit einer Limette reingefegt hier. Und es geht gleich weiter. Und der David lässt sich schmecken hier am Strand, an dem wohl dreckigsten Strand der Karibik. I do the walking, you do the talking. I keep it moving. I do the walking, you do the talking. I keep it moving. Alter Schwede, der David wurde gerade abgezogen. Mal wieder, möchte ich beinahe sagen. Das ist echt ätzend hier in Kolumbien, ne? Schon wieder abgezogen, waren wir gerade am Strand. Ich habe nur 2 kleine Krabben gegessen und das waren umgerechnet 50 Euro. Selbst einheimische Touristen kamen uns zu Hilfe, damit wir den Preis ein bisschen runterhandeln konnten. Aber das war echt sehr schwer. Und für das Geld hätten wir ein 4-Sterne-Menü, was weiß ich, gehabt. Also muss man wirklich sagen, hier ist das Essen eigentlich kostet gar nichts. Da haben die nachher uns diese Krebse angeboten. Hier werden auch wieder was angeboten. Und muss man auch dazu sagen, Cohiba, die sind natürlich überhaupt nicht original, ganz klar. No gracias, no gracias, no gracias. Und das ist nämlich auch so, du isst hier und es kommen die ganze Zeit irgendwelche Straßenhändler und die drehen dir dann irgendwas an, sagen gratis und plötzlich wollen sie 15.000 Pesos dafür haben, Kolumbien Pesos. Das ist so nervig stellenweise, da regt man sich wirklich auf. Und hier gerade dieser Krabbentyp, der gibt dann das Essen so und dann sagt er am Ende, ja, jetzt will ich quasi 100 Euro dafür, weißt du, obwohl das umgerechnet vielleicht 5 kostet. Also, du wirst hier echt oft verarscht leider. Es gibt so viele Arschis hier, die dich probieren, über den Tisch zu ziehen. Aber es gibt auch viele herzliche Menschen. Das muss man halt auch echt noch im Raum werfen. Aber es gibt irgendwie wenig dazwischen leider. Tja, das ist Kolumbien. Yo, Russ, let me front you on this zip. I guess that I'm the pimp of this life, a bitch. Niggas tell me John talk that shit from Ben Franks to the Washingtons. Godly flow, but this sin on fleek. Niggas tell me just spin, don't teach. Everything we find, we keep. What the hell with this reverend preach? With the devil all in my reach. If God is hid in his armor breach. Million angels in my movie seats. Boy, I made it off of pride.
where it's easy making it out of fire. Menschenskinder, ist das eine Hitze hier in Cartagena. Richtig schwül ist es. Und ich war so clever und habe mir auch noch ein schwarzes Aeroprone-T-Shirt angezogen. Ist natürlich nicht so top, wenn die Sonne drauf knallt. Wobei es ja auch öfter bewölkt ist und zwischendurch auch einfach mal regnet. Also eben richtig Karibik-Flair. Auf jeden Fall ist die Stadt sehr zweigeteilt. Zum einen haben wir hier dieses Centro Histórico, die Altstadt, die wirklich wunderschön ist mit ihren bunten Gebäuden und die echt viel bietet. Eine der schönsten Altstädte, die ich je gesehen habe. Zum anderen gibt es aber auch so diese Neustadt, die hier mit ihren Hochhäusern daherkommt, ein bisschen aussieht wie so ein kleines Miami. Was auch noch wichtig ist als Information ist, dass diese Stadt hier eine der sichersten ist in Kolumbien. Also hier passieren wohl die wenigsten kriminellen Aktionen. Aber das gilt natürlich auch nur für Kolumbien, denn wir wurden hier auch schon mehrmals fast wieder abgezockt. Das muss man einfach leider sagen. Auch wenn die Menschen teilweise echt nett sind, gibt es hier genauso viele kriminelle Burschen. Naja, wir ziehen jetzt mal ein bisschen weiter und schauen uns hier diese Neustadt an. Guess Eve feed me her papaya from the masses to the Messiah. I do the walking, you do the talking. I keep it moving. I do the walking, you do the talking. I keep it moving. I do the walking, you do the talking. I keep it moving. I do the walking, you do the talking. I keep it moving. Das war Cartagena, eine wirklich unglaubliche Stadt. Wirklich vor allem die Altstadt, einfach wunderschön. Einer der schönsten Orte, muss ich ehrlich gesagt sagen, die ich hier gesehen habe. Aber diese Hitze, die macht mich fertig. Jetzt geht's allerdings zu Playa Blanca, oder? Genau, ganz hier in der Nähe ein richtig schöner Strand mit weißem Sand, Palmen und türkisem Wasser. Da freue ich mich richtig drauf. Ich glaube, da können wir mal entspannen. Und du warst ja schon mal da, ne? Genau, richtig. Das ist Baru, die Halbinsel vor der kolumbianischen Küste. Samtweicher Sand, klares Wasser, Palmen, Delfine und. Das wird richtig geil, da werden wir auf jeden Fall hinfahren. Ja, und wenn ihr kein Video verpassen wollt, liebe Freunde, dann könnt ihr diesen Channel natürlich völlig kostenlos abonnieren oder auch mal das Glöckchen anklicken neben dem Abonnieren-Button, falls ihr schon abonniert habt. Da könnt ihr nämlich auch noch informiert werden obendrauf. Und das Schönste ist eigentlich, dass ihr auch mal eine Playlist vorbeischauen könnt, wenn ihr Bock habt. Alle weiteren Infos findet ihr in der Beschreibung. Da gibt es noch viele weitere Videos von unseren Trips rund um die Welt und noch viel mehr. Und natürlich auch Gaming-Videos und was weiß ich was alles. Also man kann auf diesem Kanal auf jeden Fall noch stundenlang weiterschauen, wenn man denn Bock drauf hat. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und wünschen euch noch einen super schönen Tag. Und wenn ihr Bock habt, schaut doch auch mal bei den Jungs rein. Bis dann. Tschüss. Y yo tomar la foto y lloré que poco a poco me he volteado ver famoso. No como Nicky yeah, como el diamante de una joyería. Y como el Jason, hasta como fama de Bueno, y si cantando me rechazan, que suscrito me rescata. Él es el duro del oro y de la plata. Y yo le doy gracias a Dios, primero que todo. Él nos regala ese don, nosotros buscamos los modos, faltando oportunidades, pero no sobra bastante talento. Entonces, ¿por qué vamos a quedar perdiendo el tiempo? Porque nunca me quedo atrás, yo nunca me quedo atrás. Yo nunca me quiero, guayo, chiquiriba, so fry. Nice.